Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um ein Problem, das viele Besitzer eines Golf 8 oder Passat kennen dürften. Die Weltkugel bleibt grau, die Online-Dienste funktionieren nicht. Der Hauptbenutzer lässt sich nicht anlegen und der Shop ist nicht erreichbar. Genau dieses Problem hatte ich bei meinem Fahrzeug ebenfalls. In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit der Fehlersuche beschäftigt. Ich habe das Infotainment aktualisiert, die Akku aktualisiert und verschiedene Lösungssätze ausprobiert. Trotzdem blieb die Weltkugel grau und die Online-Funktionen waren weiterhin nicht nutzbar. Hier fehlt auch komplett das Shop-Menü. Grundsätzlich funktioniert das Fahrzeug zwar, aber die Online-Verbindungen zu den Volkswagen-Diensten kamen leider nicht zustande. Und der Hauptbenutzer konnte auch nicht eingerichtet werden. Mein erster Gedanke war natürlich, die Software ist veraltet. Deshalb habe ich zunächst das Infotainment-System aktualisiert und anschließend auch die Akku auf einen neuen Stand gebracht. Nach den Updates hatte ich die Hoffnung, dass das Problem damit erledigt ist. Leider war das nicht der Fall. Die Weltkugel blieb weiterhin grau, der Hauptbenutzer funktionierte nicht und die Online-Dienste waren nach wie vor nicht verfügbar. An diesem Punkt war mir klar, dass die Ursache wahrscheinlich nicht mehr nur am Softwarestand liegt. Deshalb habe ich mich weiter mit dem Thema beschäftigt und verschiedene Informationen aus Foren, Nutzerberichten und technischen Quellen zusammengetragen. Dabei hat sich gezeigt, dass genau dieses Fehlerbild bei früheren Golf 8 Modellen und Passat Modellen häufig vorkommt. Wir haben hier im Internet viel gelesen, Software-Update von dem Radio, Software-Update von dem Telematiksteuergerät. Das haben wir alles gemacht. Wir haben Einstellungen resettet, wir haben alles Mögliche probiert, wir haben den Benutzer rauskodiert. Das hat aber alles nichts gebracht. Es hilft wirklich nur eine Online-Verbindung zum VW-Server, der man nicht so einfach bekommt, und die Vertragswerkstatt, je nachdem, das auch nicht immer machen will, aber nur so hat es letztendlich funktioniert. So, nach einigen Updates haben wir hier jetzt unser Shop wieder und wir sind hier jetzt auch beim Benutzer angemeldet. Und dieses Menü lädt jetzt auch. Ja, alles ist da. Alles funktioniert. Aber ich kann es euch gleich sagen, nur durch das Update, das ihr vielleicht auch irgendwo im Internet, auf Google oder sonst irgendwo findet, habt ihr keine Chance. Ohne eine Online-Verbindung zu VW funktioniert das alles nicht. So, nach der Aktualisierung haben wir hier Setup, Nutzer und den Shop. Allerdings haben wir hier noch diese Anzeige. Da werden wir jetzt mal schauen, ob wir diese auch noch aktualisiert bekommen. Nach einer kurzen Zeit warten kommt einfach das hier. Schauen wir mal, was passiert. So. Gehen wir auf Aktualisieren. Aktualisierung läuft. Software-Aktualisierung ist abgeschlossen. Mal schauen, ob der Shop jetzt funktioniert. Nein, noch nicht. Am besten wir starten die Unit mal neu. Bleiben wir hier drauf auf dem Knopf. Ob eine Aktualisierung vorhanden ist, seht ihr hier. Nach links oder rechts scrollen. Er hat jetzt die Software aktualisiert, nur der Shop geht immer noch nicht. Warten wir mal weiter ab. Vielleicht hilft dieser Erfahrungsbericht dem einen oder anderen auf der Fehlersuche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr ähnliche Probleme mit dem Golf 8 oder Passat hattet und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat oder weitergeholfen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Inhalte und Diagnose, Software und Fahrzeugtechnik. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.